Hallo meine Freunde, heute bekommt dieser hübsche rote Porsche neue Gummis am vorderen Stabilisator. Hier seht ihr die defekten Stabilisatorgummis. Seht ihr, der steht hier schon ein ganzes Stück raus und hier ist er ganz gequollen. Das passiert meist, weil da oben irgendwo ein Ölleck ist und die Dichtungen mit dem Öl quellen. Hier sieht man auch, dass der gar nicht mehr am Stabilisator anliegt. Das heißt, der hat Spiel, da wird die ganze Fahrweise schwammig. Bevor ihr die Stabis kauft, müsst ihr messen, was für ein Stabi installiert ist. Hier haben wir zum Beispiel den 20 mm Stabilisator. Hier sind zwei 8er Schrauben. Hier oben ist die andere Verschraubung. Da ist ein 17er Schlüsselweite. Gleiches Spiel auf der anderen Seite. Und die große natürlich auch. Machen wir noch das letzte Schräubchen hier raus. Und dann kommt der ganze Stabi runter. Das schon hier runter. Machen wir oben noch die Mütterchen runter, wo wir zur Sicherheit drauf hatten. Und das war der ganze Stabi. So, jetzt müssen wir die Gummis alle wechseln. Jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ihr lest am besten die Nummer, wo auf dem Gummi draufsteht, und vergleicht sie mit der Packung, weil nämlich die äußeren und die inneren Gummis sind fast ähnlich, sind aber trotzdem verschieden. Den Gummi könnt ihr gerade so abziehen. Ihr kriegt das schon mit den puren Fingern raus. Und da seht ihr aber auch, da war nichts mehr, das ist komplett spröde und zerlegt. Das Gewinde kam mir vorhin ein bisschen schwergängig vor, das heißt, wir schneiden die kurz nach. Es geht ein bisschen schwer, es ist ein bisschen Rost und Dreck im Gewinde. Hier seht ihr jetzt auch den ganzen Dreck, wo ich da aus dem Gewinde gequält habe. Die neue Buchse wird mit Talcum eingesetzt, aber Porsche ist ja eine anständige Firma, da war sogar schon etwas Talcum drauf. So, dann gerade ansetzen. Jetzt seht ihr das ein bisschen schwerer, wie die anderen gehen die schon. Und drückt das einmal an. Jetzt seht ihr auch schon, wie die neuen Gummis straff sitzen. Da braucht man schon einen Schraubstock, um die da langsam reinzuquälen. Irgendwann ist das Teil dann drin. Und das gleiche auf der anderen Seite. Bei den inneren Gummis könnt ihr das ein bisschen aufbiegen, dann hat man da ein bisschen mehr Platz und dann quält er die so nach hinten raus. Und noch ein. Das sind die Gummis, den inneren Teil. Einfach in die Klammer rein. Geht ganz einfach, wir haben sie ein bisschen aufgebogen. Dann sitzt sie so drin. Der geschwollene Gummi auf der anderen Seite geht ein bisschen schwieriger raus, weil er trocknet. Die andere Seite auch gleich. Rein mit. Hier sieht man nochmal deutlich, was die Jahre so aus einem Gummi machen. Der
Teller wieder da drauf. Porsche hatte die Schriftseiten, die Teile sind zwar symmetrisch, Porsche hatte die Schriftseiten aber immer gegen die Teller gerichtet. Also machen wir es genauso. Der andere Teil kommt dann im Fahrzeug. Gut. Die Endkappen kommen auch wieder drauf. Und da sieht man, vorher war der richtig Spiel, die sind gerade so runtergefallen. Jetzt sieht man, wie schwer das hier drauf gehen. Ihr führt den Stabi wieder ein, dann kommt der andere Gummi oben drauf, die Tellerscheibe und dann die Mutter. Die Schrauben steckt da von vorne her kommend rein und dann müssen wir schauen, dass wir das da mit der Zange so weit zusammenhalten, dass das wieder wird. Okay, gut. Wenn eine drin ist, kommt die andere von allein. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Das gleiche Spiel hier. So, jetzt ziehen wir reihum alle Schrauben an. Die Schrauben hier am Gehänge bekommen 20 Newtonmeter. Und 20. Für die Seiten nehmen wir 45 Newtonmeter. Mit Gefühl anziehen. So, der Stabi ist wieder drin. Damit können wir wieder in die Kurve. Also, tschüss, bis zum nächsten Film.